Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über Wohnungen und Einrichtung. Abonniert uns und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Letztes Mal haben wir über den Umzug gesprochen. Jetzt dachte ich, wir könnten uns ein bisschen darüber unterhalten, wie man über eine Wohnung und ihre Räume spricht. Ja, das ist eine gute Idee. Ich finde es immer interessant zu hören, wie Menschen ihre Wohnungen beschreiben. Manchmal sagen sie zum Beispiel hell oder gemütlich. Genau, und oft hört man auch groß oder klein, aber es gibt noch mehr Details, die wichtig sein können, zum Beispiel, wie viele Zimmer es gibt. Richtig, die Anzahl der Zimmer ist oft entscheidend. Manche sagen einfach 2 Zimmer. Aber es kann auch wichtig sein zu wissen, ob es ein separates Wohnzimmer und Schlafzimmer gibt. Ja, das stimmt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Küche. Viele Menschen legen großen Wert darauf, ob die Küche offen ist oder geschlossen. Ich kenne viele, die eine offene Küche bevorzugen, weil sie den Raum größer wirken lässt. Andere mögen lieber eine geschlossene Küche, damit die Gerüche nicht in die anderen Räume ziehen. Das kenne ich auch. Und wie sieht es mit dem Badezimmer aus? Manche Wohnungen haben sogar 2 Bäder, was sehr praktisch sein kann, besonders wenn man mit mehreren Personen zusammenlebt. Stimmt. Und dann gibt es noch das Gäste-WC. Das ist oft ein Pluspunkt, besonders wenn man häufig Besuch hat. Ja, das ist wirklich praktisch. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Balkon oder die Terrasse. Viele Leute suchen gezielt nach Wohnungen mit Außenbereich. Ja, das ist ein großer Vorteil, besonders in der Stadt. Ein Balkon kann wirklich ein zusätzlicher Raum sein, wenn das Wetter schön ist. Und wie ist es mit der Lage der Wohnung? Das ist ja auch ein entscheidender Faktor. Manchmal ist es wichtiger, in einer ruhigen Gegend zu wohnen, als mitten im Zentrum. Absolut. Die Lage kann vieles ausmachen. Manche wollen in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln sein, andere legen Wert auf einen guten Blick oder die Nähe zu einem Park. Und dann gibt es noch die Frage der Einrichtung. Das kann von Wohnung zu Wohnung sehr unterschiedlich sein. Manche mögen es minimalistisch, andere lieben es, wenn alles voller Dekorationen ist. Ja, das ist wirklich Geschmackssache. Wichtig ist, dass man sich in seiner Wohnung wohlfühlt. Hast du noch an etwas gedacht, worüber wir sprechen könnten? Vielleicht über die Rolle von Licht in einer Wohnung. Licht kann ja wirklich einen großen Unterschied machen, wie ein Raum wirkt. Das stimmt. Große Fenster sind oft ein Plus, weil sie natürliches Licht hereinlassen. Aber manchmal kann man mit Lampen und Farben viel ausgleichen. Absolut. Und wo wir gerade bei Farben sind, die Wandfarbe kann auch viel ausmachen. Hellere Farben lassen Räume oft größer erscheinen. Ja, und dunklere Töne können sehr gemütlich wirken, wenn sie gut eingesetzt werden. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man eine Wohnung gestalten kann. Genau. Und letztendlich sollte die Wohnung den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Jeder hat ja andere Vorstellungen davon, was wichtig ist. Das ist wahr. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, eine Wohnung einzurichten. Hauptsache, es fühlt sich für einen selbst richtig an. Wenn wir über Möbel und Gegenstände sprechen, die in einer Wohnung wichtig sind, denke ich zuerst an das Wohnzimmer. Ein bequemes Sofa ist da oft das Herzstück. Ja, das Sofa ist wirklich zentral. Es ist der Ort, an dem man sich entspannt, einen Film schaut oder mit Freunden zusammensitzt. Aber auch ein Couchtisch gehört dazu. Stimmt, auf dem Couchtisch kann man Bücher, Zeitschriften oder auch eine schöne Lampe platzieren. Und was meinst du zu einem Regal?
Ein Regal ist super, um Bücher und Dekorationen unterzubringen. Es gibt dem Raum Persönlichkeit und ist oft auch praktisch, um Dinge schnell griffbereit zu haben. Genau, und nicht zu vergessen der Esstisch. Selbst wenn man nicht viel Platz hat, ist ein kleiner Tisch wichtig für Mahlzeiten oder als Arbeitsplatz. Ja, der Esstisch ist ein Treffpunkt. Besonders, wenn man Gäste hat, ist es schön, gemeinsam am Tisch zu sitzen. Klappstühle können da auch hilfreich sein, wenn der Platz mal knapp wird. In der Küche denke ich an wichtige Geräte wie den Kühlschrank oder den Herd. Ohne die geht es nicht, aber auch kleine Helfer wie eine Kaffeemaschine sind oft unverzichtbar. Absolut. Und Stauraum ist in der Küche auch entscheidend. Schränke und Regale helfen, die Dinge organisiert und ordentlich zu halten. Im Schlafzimmer ist natürlich das Bett das wichtigste Möbelstück. Ein guter Schlafplatz ist unbezahlbar, aber auch ein Kleiderschrank sollte nicht fehlen. Ja, der Kleiderschrank ist wichtig, um Kleidung aufzubewahren. Und Nachttische neben dem Bett sind praktisch für Bücher oder eine Lampe. Und im Badezimmer, da denke ich an einen Spiegel und ausreichend Ablageflächen für Pflegeprodukte. Handtuchhalter sind auch nützlich. Richtig. Ein gut organisierter Badezimmerschrank kann viel Platz sparen und alles ordentlich halten. Und ein kleiner Teppich kann den Raum gemütlicher machen. Wenn wir an Arbeitszimmer denken, ist ein Schreibtisch essentiell. Dazu ein guter Stuhl, der den Rücken schont, besonders wenn man lange sitzt. Ja, ein bequemer Stuhl ist Gold wert. Ein Regal kann auch hier helfen, Unterlagen und Bücher zu ordnen. Und eine gute Lampe ist wichtig zum Arbeiten. Was hältst du von Dekoration? Ein paar Bilder oder Pflanzen bringen Leben in die Räume, aber man sollte es nicht übertreiben. Pflanzen sind toll, sie verbessern die Luft und sehen schön aus. Bilder oder Fotos an der Wand machen einen Raum persönlicher, ohne zu viel Platz einzunehmen. Und draußen, wer einen Balkon hat, könnte an ein paar Outdoor-Möbel denken. Ein kleiner Tisch und Stühle können den Balkon wirklich aufwerten. Ja, das ist eine gute Idee. Auch ein paar Pflanzen oder Lampions können einen Außenbereich gemütlicher machen, wenn das Wetter mitspielt. Ich finde es spannend, wie man mit wenigen Möbeln und Gegenständen ein Zuhause schaffen kann, das sowohl praktisch als auch schön ist. Ja, es geht darum, den richtigen Mix aus Funktion und Gemütlichkeit zu finden. Jeder Raum hat seine eigene Funktion, aber am Ende sollte alles zusammenpassen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie man eine Wohnung besonders gemütlich machen kann? Oft sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen. Absolut. Zum Beispiel Kerzen. Sie sorgen sofort für eine warme Atmosphäre, besonders an dunklen Abenden. Auch ein paar Kissen auf dem Sofa machen viel aus. Kissen sind wirklich toll. Sie sind nicht nur bequem, sondern bringen auch Farbe ins Spiel. Und was hältst du von Teppichen? Teppiche sind klasse. Sie geben einem Raum Struktur und Wärme. Besonders auf kalten Böden fühlt sich ein Teppich angenehm an und dämpft Geräusche. Ja, und Vorhänge nicht zu vergessen, sie halten nicht nur Licht ab, sondern geben dem Raum auch ein weiches, gemütliches Gefühl. Genau. Und Pflanzen sind auch wichtig. Sie bringen ein Stück Natur in die Wohnung und verbessern die Luftqualität. Pflanzen haben wirklich viele Vorteile, aber manchmal reicht auch schon ein frischer Blumenstrauß auf dem Tisch, um den Raum aufzufrischen. Eine gute Idee. Und was denkst du über Beleuchtung? Verschiedene Lichtquellen können den Raum ganz verschieden wirken lassen. Stimmt, eine Mischung aus Deckenlampe, Stehlampe und kleinen Lichtern kann eine angenehme Stimmung schaffen, je nach Bedarf.
Und es ist auch wichtig, persönliche Gegenstände zu haben. Fotos oder Erinnerungen an der Wand machen die Wohnung einzigartig. Ja, sie erzählen Geschichten und machen den Raum persönlicher, ein Ort, an dem man sich wirklich zu Hause fühlt. Und wenn man Farben geschickt einsetzt, kann man den Raum optisch verändern. Helle Farben lassen ihn größer wirken, dunkle Farben machen ihn gemütlicher. Farben sind mächtig und mit Textilien wie Decken und Kissen kann man leicht Akzente setzen, ohne gleich alles neu zu streichen. Genau. Und manchmal reicht es schon, Möbel umzustellen, um ein neues Gefühl zu erzeugen. Es bringt frischen Wind in die Wohnung. Das stimmt. Auch kleine Möbelstücke wie ein Beistelltisch können flexibel eingesetzt werden und schaffen neue Möglichkeiten. Und zum Schluss darf man den Geruch nicht vergessen. Ein angenehmer Raumduft kann sofort die Stimmung verbessern. Ja, Düfte sind oft unterschätzt. Ein Raum, der gut riecht, wirkt gleich viel einladender und entspannender. Ich finde es faszinierend, wie viele kleine Details zusammenwirken, um eine Wohnung gemütlich zu machen. Das stimmt. Es sind oft einfache Mittel, die eine große Wirkung haben. Man muss nur wissen, wie man sie richtig einsetzt. Und jeder hat seine eigenen Vorlieben, was ein Zuhause gemütlich macht. Es ist spannend, das herauszufinden und umzusetzen. Ja, und es zeigt, dass Gemütlichkeit nicht teuer sein muss. Kreativität und Persönlichkeit sind oft der Schlüssel. Beim Thema Einrichtung finde ich es auch spannend, wie man mit wenig Aufwand viel verändern kann. Ein neuer Anstrich oder Tapetenwechsel kann Wunder wirken. Absolut. Und es muss nicht immer gleich eine Renovierung sein. Auch kleine Veränderungen wie neue Griffe an Schränken oder eine neue Tagesdecke können einen frischen Look bringen. Ja, und manchmal reicht es schon, alte Möbelstücke neu zu arrangieren oder umzufunktionieren, um ein anderes Ambiente zu schaffen. Genau. Ein alter Stuhl kann zum Beispiel als Nachttisch dienen oder eine Bank im Flur wird zum Bücherregal. Das stimmt. Multifunktionale Möbel sind sowieso super praktisch, besonders wenn man wenig Platz hat. Und sie sind oft auch eine kreative Herausforderung. Es macht Spaß, neue Verwendungszwecke für alltägliche Dinge zu finden. Ja, dabei kann man auch viel über seinen eigenen Stil herausfinden. Manchmal entdeckt man, dass man lieber minimalistisch lebt oder es doch gern bunt mag. Und der Vorteil ist, dass man jederzeit etwas ändern kann. Ein neues Bild oder eine andere Vase auf dem Tisch und schon sieht alles anders aus. Richtig, auch Stoffe spielen eine große Rolle. Unterschiedliche Materialien können eine ganz andere Stimmung erzeugen, sei es Baumwolle, Leinen oder Samt. Und es ist toll, wie man mit Textilien die Jahreszeiten in der Wohnung widerspiegeln kann. Im Winter eher warme Decken und im Sommer luftige Vorhänge. Ja, und durch solche Anpassungen bleibt die Wohnung lebendig. Man fühlt sich immer wohl, egal welche Jahreszeit gerade ist. Und das Beste ist, dass man all diese Elemente nach Belieben kombinieren kann. Es gibt keine festen Regeln, nur das, was einem selbst gefällt. Das macht es so individuell. Jeder Raum spiegelt die Persönlichkeit der Menschen wider, die darin leben. Ja, und es zeigt, dass Einrichtung mehr ist als nur Möbel. Es ist eine Ausdrucksform, die jedem Raum Leben einhaucht. Es ist auch spannend zu sehen, wie verschiedene Kulturen Einrichtung angehen. Man kann sich viel Inspiration aus der ganzen Welt holen. Absolut. Manchmal reichen schon kleine Details aus anderen Kulturen, um einem Raum einen besonderen Touch zu verleihen. Und es ist schön, wenn man in seiner Wohnung Geschichten erzählen kann. Erinnerungen und Souvenirs machen das Zuhause einzigartig.
Genau. Diese kleinen Dinge schaffen eine Atmosphäre, die man durch keine Einrichtungskataloge kaufen kann. Und so bleibt die Wohnung ein dynamischer Ort, der sich mit einem selbst verändert. Man wächst und entwickelt sich mit seinem Zuhause. Das ist wirklich das Schöne an der Einrichtung. Sie ist nie statisch, sondern immer ein Ausdruck von dem, was uns gerade wichtig ist. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Schreibt uns eure Gedanken oder Erlebnisse mit den Wörtern, die wir besprochen haben. Ja, wir freuen uns über eure Kommentare. Vergesst nicht, unseren Podcast zu liken und zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Der Teppich. Der Teppich gibt dem Raum Struktur und Wärme. Besonders auf kalten Böden fühlt sich ein Teppich angenehm an. Die Pflanze. Pflanzen bringen ein Stück Natur in die Wohnung. Sie verbessern auch die Luftqualität. Die Beleuchtung. Verschiedene Lichtquellen können den Raum verschieden wirken lassen. Eine gute Beleuchtung schafft eine angenehme Stimmung. Der Duft, ein angenehmer Raumduft kann die Stimmung sofort verbessern. Ein Raum, der gut riecht, wirkt einladender und entspannender. Das Möbelstück. Ein kleines Möbelstück kann flexibel eingesetzt werden. Manchmal reicht es, Möbel umzustellen, um ein neues Gefühl zu erzeugen.